Zu Besuch in der Tiefdruckwerkstatt der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Hierher können Studierende aller Kunst- und Designfachgebiete jederzeit kommen, um zu lernen, um zu experimentieren und um Projekte zu verwirklichen. Petro Böse leitet die Werkstatt. Also es ist schon so, dass hier in der Werkstatt es Grundlagenkurse gibt, wo Studierende, die an der Technik Interesse haben, auch schon eingeführt werden. Aber unabhängig davon können alle Studierende die Werkstatt auch nutzen und sich die Technik aneignen, wenn sie möchten. Aber im Vorfeld wird immer eben ein Gespräch geführt und ich versuche da auszuloten, was genau die Studierenden an dieser Technik halt interessiert. Und weil die Radierung auch recht breit aufgestellt ist, es gibt nicht nur die eine Radiertechnik, sondern es gibt etliche Herangehensweisen und Methoden im Tiefdruck, versuche ich halt eben herauszufinden, welche der Techniken sich am besten eignet für das spezifische Projekt, was jetzt gerade ansteht. Und anhand dessen führe ich dann die jeweiligen Studierenden da ein. Und ja, und manchmal bleibt man dann eben am Ball oder man merkt, das war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Aber so gehe ich halt eben vor und jeder ist willkommen aus allen Fachgebieten. Wie gesagt, man hat ja auch Techniken, die eine Schnittstelle sind zwischen dem analogen äh, Gestalten und den klassischen, also den klassischen analogen Gestalten und den digitalen Medien. Die Bildergalerie der Druckwerkstatt präsentiert neben der Fotoradierung das Spektrum an Möglichkeiten des Tiefdrucks. Hier sieht man eine Kaltnadelradierung, eine unkomplizierte Technik, die ohne Säuren auskommt. Der Künstler arbeitet hier unmittelbar auf dem Metall, daneben eine Arbeit mit Weichgrund. In der Kurzfassung ist es so, dass wir mit einem Papier arbeiten, die auf die Platte gelegt wird und dann zeichnen wir auf dem Papier und das Papier, auf dem Papier bleibt dann dieser Ätzgrund hängen. Also man erzeugt dabei halt eben einen Strich, was einem Bleistift oder einem Kohlestrich halt ähneln kann. Auch bei diesem Materialdruck kann man frei ohne Säure Matrizen erstellen und drucken. Hier sind die beiden klassischen Techniken kombiniert, die Linienätzung und Flächenätzung, der sogenannten Aquatinta. Den Ideen und Wünschen sind aber keine Grenzen gesetzt. Was nicht zum Repertoire gehört, schafft Okay. sich der Meister schnell drauf. Ja, Mathilde. Ich Ja, lese es können wir mal durch. Und das probieren? ja, können wir machen. Die Filme nicht Ja, ja, verstehe. Ja, ja, klar. zu benutzen. Ja, ich, ich beschäftige mich mal damit. Und dann können wir. Ja, meine Hausaufgabe, genau. Sehr schön. Ja, mir macht es einfach Freude zu sehen, wenn sich die Technik für jemand halt eignet, dass diejenigen auch einfach sich davon begeistern lassen und auch immer tiefer und weiter gehen. Also das macht mir einfach Freude, dass, wenn es einfach passt zu dem Projekt, was man da gerade hat, dann entwickelt sich automatisch auch eine Begeisterung und eine Motivation bei den Studierenden. Und das macht Spaß, einfach dann zu sehen.
Das ist eine Monotypie, was sie macht. Aber das ist etwas, was jetzt nur einmal gemacht wurde. Ne? Und Lys könnte sich jetzt hier dran orientieren, wenn sie möchte. Und das nochmal annähernd so wiederholen, die Zeichnung. Aber es wäre nie genau dasselbe. Ne? Von daher spricht man halt von Monotypie. Anders als bei der Monotypie erfordert die Ätzradierung eine viel längere und kraftvollere Vorbereitung. Sie ist dann aber auch bis zu 100-mal reproduzierbar. Mantegna und Dürer führten die Radierung bereits im 15. und 16. Jahrhundert zur Perfektion. Noch heute fasziniert der Prozess. Allerdings ist er inzwischen weit weniger toxisch als damals. Die Kupferplatte bzw. hier die Zinkplatte wird mit einer Feile bearbeitet, die Kanten angeschrägt und die Ecken abgerundet. Danach wird die Oberfläche mit Bimsmehl geschliffen, um die Herstellungsspuren zu entfernen. Jetzt wird sie abgewaschen und getrocknet, damit sie poliert werden kann. Das Polieren des Metalls erfolgt mit Poliermittel, einem Schleifklotz, mit einem Lappen und mit Geduld und Kraft. Danach wird die Platte mit Wasser und Kreide entfettet, damit später die Säure in das Metall eindringen kann. Weiter geht's mit Sojasauce, anstatt wie früher mit Ammoniak. Jetzt kann die Platte mit dem Ätzgrund beschichtet werden. Sie liegt dafür schon auf einer Wärmeplatte. Mit einer Lederwalze wird der Ätzgrund aufgetragen, dann kann die Säure das Metall nicht mehr angreifen. Eher so vor, dass ich eigentlich schon auch selbst Skizzen mache, die schon sehr weit sind. Versuche das schon im Vorfeld gut vorzubereiten, aber es geht immer etwas schief und da reagiere ich dann drauf und bis ein Druck richtig sitzt, braucht es schon auch eine ganze Weile. Mit wenigen Strichen demonstriert Petro, wie mit der Radiernadel gearbeitet wird. Überträgt der Künstler eine Zeichnung, muss er beachten, dass er sie auch spiegelverkehrt anlegt. Im Säurebecken werden die Linien der Zeichnung in die Platte geätzt. Je länger sie im Kupfersulfat liegt, umso dunkler werden später die Linien. Die Folie wird von der Rückseite entfernt und der Abdecklack mit Terpentinersatz. Die Nagelprobe belegt, dass hier die Linie als Vertiefung in das Metall tatsächlich geätzt wurde. Ja, die Widerstände, die in der Radierung vorkommen, sind halt technischer Natur, weil man halt eben das Metall, man muss sich mit dem Metall anfreunden. Ne? Das ist halt einfach so, dass es sich anders verhält als ein Blatt Papier. Man muss irgendwie die Bildidee auf ein Metall
Stück bringen und das hat einfach von Natur her ja, einfach eine andere Eigenschaft als ein Blatt Papier. Und das geht einfach damit einher, dass viele Dinge, die man macht, auch vielleicht erstmal schief gehen. Und das muss man überwinden und auch vielleicht auch mit dem Metall mitgehen und nicht dagegen arbeiten. Auf einer Wärmeplatte wird die Druckfarbe aufgetragen und mit Gase die Farbe in die Vertiefung eingedrückt. Der letzte Schliff erfolgt mit dem Handballen. Auch diese Bewegung will geübt sein. An, entlang des Rasters. Das Papier muss vor dem Druck feucht sein. Pedro hat es schon am Vortag vorbereitet. Können wir vielleicht hier so einen Streifen nehmen. Ist er schon gerissen? Dann kommt der Filz. Und dann wird gedruckt. Voilà, genau. Ja, eine ganz wichtige Geschichte, die ich gerne mitgebe, ist, dass wenn man in der Radierwerkstatt ist, auf jeden Fall auch Zeit mitbringen sollte und Geduld. Es ist schon elementar wichtig und dann kann es wirklich Spaß machen.